Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute zeige ich euch einen Mercedes 280 SE 3,5 Liter Cabriolet von Daimler-Benz. Das Auto ist gebaut worden von September 1969 bis Mitte 1971 und ist eigentlich einer der schönsten S-Klasse Cabrios, die Mercedes je gebaut hat. Deswegen sind die im Wert auch regelrecht explodiert. Es sind ca. 1250 Fahrzeuge gebaut worden. Wir haben hier ein besonders schönes Exemplar, was ich euch einmal vorstellen möchte. Gehandelt werden ja diese Autos so, ich sag mal, zwischen 280 und 450.000 Euro. Dieser ist verhältnismäßig preiswert, er liegt unter 300, deswegen ein besonderes Ausrufezeichen. Ein paar Details nenne ich euch jetzt. Also, ihr könnt hier sehen, das Auto hat, der ist genannt oder wird genannt Flachkühler. Er hat diesen flachen Kühler. Die Vorgängermodelle waren 280 SE oder 300 SE, die hatten diesen hohen Kühler. Wenn man also drin saß, da saß man mehr wie so in einer Burg. Das hier verlangte damals der amerikanische Markt, weil die meisten dieser Fahrzeuge sind in die USA gegangen. Gut zu erkennen auch diese doppelten, die Amerika-Scheinwerfer. Was hier eigentlich fehlt, das sind die Nebellampen, die kann man sich aber dann noch besorgen, von Hella beispielsweise. Hier seht ihr dieses wahnsinnig schöne Heck, dieses 280 SE Cabriolet mit dem besonderen Zeichen 3,5 Liter. Das heißt, hier ist der Achtzylinder verbaut. Übrigens die Rückleuchten, die müssen neu sind, die sind neuwertig. Der gesamte Chrom ist neuwertig. Das gleiche klingt auch hier für die Stoßstangen. Und hört ihr dieser schöne brummende Sound, das ist ein 3,5 Liter. So klingt ein Achtzylinder damals von Mercedes. Was übrigens ganz interessant ist, in den 50er Jahren gab es ja die sogenannten Heckflossen. Und die hat man bei dieser Serie immer noch leicht angedeutet, kann man sie noch sehen. Danach sind die ja völlig wegretuschiert worden. Die gab es danach bei Mercedes nicht mehr. Aber das macht diese ganze Kofferraum-Heckführung eigentlich sehr, sehr elegant bei dem Auto. Das ist wirklich ein toller Wagen. Wir können mal drum herum gehen. Hier könnt ihr sehen, was für eine schöne Linie dieses Auto hat. Zeitlos schön. Auch die Farbe Weiß steht ihm über der dicken, schweren Kronleiste unten am Einstieg. Das dunkelblaue, schöne Verdeck. Alles in einem guten Zustand. Also wirklich ein toller Wagen. Er läuft sauber, er fährt schön. Ist echt meine Empfehlung, es ist wirklich ein tolles Auto. Das könnt ihr auch hier sehen am Spaltmaß. Das ist übrigens die Schwachstelle bei diesen Cabrios, ist dieser Kotflügel. Wenn der einmal unten durchgerostet ist und ausgetauscht werden muss, bekommen die Leute das alle nicht mehr hin. Also wenn ihr euch so einen 3,5er kaufen wollt, immer genau da drauf gucken. Und da müssen diese Chromleisten hier exakt passen. Und das ist hier der Fall. Das ist die entscheidende Stelle bei den Autos. Und hier seht ihr, der hat noch den originalen Kotflügel, das sitzt alles perfekt. Auch hier vorne ist nicht zu viel Luft, die Türen sitzen perfekt. Auch dieses Spaltmaß ist exakt so, wie es gehört. So ist der Wagen produziert worden, nicht anders. Und deswegen kann ich auch sagen, das ist wirklich ein gutes Auto. Auch übrigens interessant, hier vorne die Kotflügel, wie die sitzen. Die sitzen auch astrein, schaut mal bitte hier, das sitzt perfekt. Der Lackaufbau ist wunderbar. Der Chrom hier, die Chromlampen, die Scheinwerfer sitzen toll in den Kotflügeln. Ich mache euch mal vorne die Haube auf, dass ihr da auch noch mal runter gucken könnt. Wie der Wagen aussieht, der läuft ja gerade, Maschine haben wir am Laufen. Also auch das wirklich sieht astrein aus. Übrigens, wenn ihr euch so ein Auto kauft, was wichtig ist bei der Fahrgestellnummer, das muss die 027 sein. Da könnt ihr das originale Cabrio, wenn es 026 ist, ist die Nummer für ein Coupé, dann ist so ein Wagen abgesägt. Das ist aber eine 027, das heißt, der Wagen ist wirklich als echtes, originales Cabrio zur Welt gekommen. Da müsst ihr darauf achten, das macht beim Wert einen sehr großen Unterschied. So, Haube geht perfekt zu, passt alles bei dem schönen Auto, kann ich auch wirklich empfehlen. So, jetzt wollen wir mal losfahren und schauen wir mal, wie schön sich dieser tolle Wagen bewegen lässt. Dieses schöne 280 SE Cabriolet. Auf geht's! Wir haben hier ein ganz besonderes Exemplar mit einer absoluten Vollausstattung, wie ihr sehen könnt. Bei dem Auto kann man sagen, er ist vielleicht nicht im Zustand 1. Ich würde mal sagen, es ist eine 2-, aber alles funktioniert wunderbar. Interessant ist ja die große BR-Klimaanlage. Unser Auto ist ja einst in die USA gegangen, wie die meisten von den 1260 Fahrzeugen, die es gab. Das Gute ist halt, dass es zum ersten Mal eine richtig moderne Maschine gewesen ist. Es war ein 3,5 Liter Achtzylindermotor mit 200 PS. Er hat natürlich seine 16 bis 20 Liter verbraucht, aber das war oben Anfang der 70er Jahre nicht ganz so wichtig wie heute. Aber ein Auto zum Cruisen,
ist das Auto wirklich. Er ist wirklich fantastisch zum Fahren. Vor allen Dingen das Gute, das weiß ich aus eigener Erfahrung, mit dem Auto könnt ihr lange Reisen machen. Er hat einen ganz großen Kofferraum hinten, der ist nicht eng, man sitzt hier ganz bequem, man hat einen riesen Platz, sitzt man nach hinten, man sitzt hinter diesem herrschaftlichen, weißen, schönen Mercedes-Lenkrad, damals die neueste Erfindung mit Pralltopf, kennt ihr sicher, ist der Hubring. Hupe geht auch gut, Tacho, Drehzahlmesser, alles funktioniert. Und bei diesem schönen Nachmittag heute hier im Chiemgau, ihr könnt das sehen hier, wie wunderschön gerade die Landschaft ist. Durch die tiefstehende Sonne ist das einfach ein richtiger Hochgenuss, mit so einem Wagen zu fahren. Er hat ein ganz sanftes Fahrwerk, er ist weich gefedert, das ist also kein Sportwagen. Er hat übrigens 4 Fensterheber, kurz hier vorne zu sehen. Neben der Mittelautomatik, damals waren die Mittelautomatik-Schaltungen noch hier, die Kulisse aus Massivchrom, wunderschön, später war das dann ja Plastik, eigentlich ein bisschen schade. Das ist eigentlich so der letzte Mercedes, der noch aus massivem Material gebaut wurde. Das sieht man auch hier am echten Wurzelholz, was der Wagen hatte, ist auch gemacht worden. Das ist hier zwar schon mal überlackiert worden, das ist nicht mehr ganz das Originale, aber drunter ist das Originale noch. Wenn man sich mal mit den Details dieses Fahrzeuges befasst, sieht man auch, wie hochwertig der Wagen ist. Der ganze Fensterumlauf hier ist aus massivem Wurzelholz gearbeitet, vorne der Fensterumlauf auch. Hier die Klimaanlage, dann ist sonst alles aus höchstwertigem Chrom. Mal kurz gucken, dass da keiner kommt. Nein, da kommt keiner. Alles aus Chrom, das ist hier bei diesem Auto auch in einem guten Zustand. 4 elektrische Fensterheber, sagte ich ja bereits. Fahren tut er herrlich. Kopfstützen hat der Wagen auch, das war damals ein Extra. Und natürlich schöne, schwere Ledersitze, inklusive der Mittelarmlehnen. Ich wüsste im Moment auch nicht, was man an dem Auto hier restaurieren sollte. Man muss ihn so lassen und so nehmen, wie er ist. Es ist ein gutes Auto, er fährt sehr, sehr schön, hat eine sehr leichtgängige Servolenkung. So, jetzt fahren wir Richtung Solhuben runter, das muss man fotografieren, das ist ja echt schön hier gerade. Ein wunderschöner Ausblick über das schöne Bayern, wo wir ja zu Hause sind, hier in Nähe Rosenheim. Dadurch ist so eine Probefahrt auch wirklich, das kann ich wirklich genießen, das ist einfach traumhaft. Das Auto sieht sehr elegant aus, so wie er damals bestellt wurde. Es ist auch ein Matching Numbers Auto übrigens. Also so wie ihr ihn hier habt, so ist er ausgeliefert worden. Also wir rollen hier wirklich gemächlich durch die Landschaft. Es ist ein entspanntes Cruisen, es macht richtig Spaß. Es ist ein toller Wagen, man hört die Maschine gar nicht. Man gleitet dahin und man kann, wenn ihr Autobahn fahrt, man kann auch richtig überholen mit dem Wagen. Der war in 8 Sekunden von 0 auf 100, ist spitze 210 Stundenkilometer gefahren, was eine ganze Menge ist. Das braucht man eigentlich nicht. Also eigentlich fährt man so einen Wagen 120, 130, 140, das reicht vollkommen. Die sind halt sehr gesucht, weil sie die stärkste Motorisierung hatten. Das ist ja immer so, Autos mit der stärksten Motorisierung haben auch den höchsten Wert. Unser Auto ist aber verhältnismäßig preiswert, das muss ich wirklich sagen. Er hat eine Vollausstattung, es ist ein echtes Auto, es ist viel dran gemacht. Und wir haben ihn gerade für 280.000 € im Angebot. Ich denke, das ist echt okay. Dafür bekommt ihr ein ganz tolles, hochwertiges, vollwertiges, viersitziges Cabriolet von Mercedes. So, jetzt geht diese wirklich entspannte, schöne Cruising-Probefahrt zu Ende mit unserem 3,5 Liter Flachkühler-Cabriolet. Jetzt biege ich rechts ab und kann auch noch mal sagen, ein tolles Cabriolet, wenn man eine Familie hat mit 2 Kindern oder sonst auch gerne einmal reisetechnisch viel unterwegs ist, entspannt und gut ankommen möchte, dann ist dieses Fahrzeug genau die richtige Wahl, kann ich euch wirklich empfehlen. Ein toller Cruiser. Alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.